vielleicht hören könnt, ist die Corvette heute ein bisschen lauter und deswegen muss ich auch mal näher ans Mikrofon rangehen, damit ihr mich verstehen könnt, und ich zeige euch mal, warum das Ganze so ist, beziehungsweise welchen Hintergrund das hat. Es fehlen hier bei der Corvette die Endschalldämpfer. Die liegen hier unten auf dem Boden und wir werden die jetzt wechseln und ich zeige euch, was es da zu beachten gibt. Eigentlich hört sich das gar nicht so schlecht an, aber es wäre natürlich trotzdem besser, wenn wir das wieder auf ein erträgliches Maß kriegen. So, jetzt ist es ein bisschen leiser, man versteht mich auch besser. Und es gibt auch eine Besonderheit hier in dieser Folge, und zwar werde ich diesmal eine Verlosung stattfinden lassen. Es gibt diesmal zu gewinnen 2 Corvette-Mauspads. Ich zeige die mal gerade hier, die gibt es so in Deutschland nicht zu kaufen. Und es gibt noch was anderes zu gewinnen, und zwar dieses California Plate. Das ist ein Original California Plate. Gibt es so auch nicht hier in Europa zu kaufen. Und unter allen Abonnenten, die jetzt den Kanal entweder neu abonniert haben oder auch schon unter bestehenden Abonnenten, werde ich das Ganze verlosen. Und zwar, was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar unter dieses Video verfassen. Und da schreibt ihr kurz rein, ob ihr neuer Abonnent seid und dass ihr den Kanal seit heute abonniert habt. Oder ihr schreibt rein, dass ihr schon bestehender Abonnent seid. Und dann werde ich unter all diesen Leuten, die einen Kommentar verfassen, 2 dieser Dinge, und ihr könnt euch sogar aussuchen, welche ihr haben wollt, verlosen. Viel Glück! So wie ich eben schon gesagt habe, ich habe die Endschalldämpfer schon mal abgebaut. Die liegen jetzt hier auf dem Boden. Da sind die Endrohrblenden mit der Schelle drauf. Und die haben ein Anschlussmaß von 2 Zoll. Das heißt, wir haben jetzt hier an der Schieblehre, ich versuche das mal zu zeigen. Wir haben hier 51 mm und ich habe aber bei den neuen jetzt ein Anschlussmaß von 2,5 Zoll. Deswegen sieht das Ganze auch im Moment so aus. Passt nicht so ganz, beziehungsweise ist nicht ganz dicht. Deswegen bleibt eigentlich nur eine Variante. Entweder nochmal neue Schalldämpfer bestellen in den USA oder wir schneiden da ein Stück weg und arbeiten so mit Reduziermuffen. Die gibt es in allen möglichen verschiedenen Größen. Und leider funktioniert das hier jetzt in dem Fall nicht als reine Steckvariante, sondern wir müssen zumindest eine Seite schweißen, beziehungsweise anschweißen, damit das Ganze dicht wird, weil wir auf einer Seite zweimal genau dasselbe Maß haben. Das heißt, man kann nicht die eine Seite in die andere Seite schieben, das geht einfach nicht. Beziehungsweise das wird nie dicht. Der Auspuff wird jetzt an der gekennzeichneten Stelle mit der Flex einmal entlang aufgeschnitten. Wenn man dann den Auspuff schön entgratet hat und hier eine schöne Fläche, wo man etwas anschweißen kann, geschaffen hat, dann schiebt man hier dieses Adapterstück auf das Auspuffrohr drauf. Das geht auf der einen Seite gerade so drüber zu schieben, also da ist die Passung eben perfekt. Aber auf der Außenseite ist eben hier der Außenring genauso breit wie das Anschlussstück vom Auspuff, also genau 2,5 Zoll. Deswegen werde ich das jetzt so anpassen, dass man das hier an dieser Kante perfekt anschweißen kann. So, das Ganze wird ein bisschen schräg angeschnitten, damit man das ein bisschen anpassen kann und dann nachher perfekt an den Auspuff setzen kann. Das Adapterstück wird dann genommen und auf den Auspuff geschoben. Wir haben jetzt hier hinten die Schräge und können das dann ziemlich genau
aufeinander anpassen und machen uns dann mit einem Edding Markierungen, wo das Ganze miteinander verbunden werden soll. Um das Ganze auszurichten, ist es am besten, wenn ihr euch an den Endrohren hier orientiert, die dann letztendlich ja hier mittig rauskommen müssen. Und der Endschalldämpfer bei den Chromstoßstangen-Korvetten, der hängt hier schräg drin. Das heißt, der ist gekippt, damit er hier an dem Reserverad vorbeigeht und eben auch hier unten und hier an der Seite nirgendwo gegenschlägt. Und ich habe das jetzt so weit ausgerichtet, dass ich ganz gut damit leben kann und habe mir die Stellen markiert, wie das Ganze sitzen muss und setze jetzt 2, 3 Schweißpunkte, damit das Ganze fixiert ist. Und dann kann ich das Ganze abbauen und sauber im Kreis rund schweißen. Ja, normalerweise würde man so einen einfachen Stahlauspuff mit einem ganz einfachen Schutzgasschweißgerät schweißen. Ich habe allerdings leider hier nur ein Wick-Schweißgerät mit Argon. Aber das ist eigentlich der Overkill für so einen Auspuff, aber auch damit kriegen wir den fest. Es ist einfach nur ein bisschen komplizierter, weil man das ein bisschen sauberer machen muss und eben mit 2 Händen arbeiten muss, anstatt wie beim Schutzgasschweißgerät nur mit einer Hand. So, ich hoffe mal, dass man hier noch was sehen kann. Ich habe die Stelle, wo ich jetzt hier den Punkt setze, angeschliffen, weil beim Wickschweißen ist es enorm wichtig, dass das Metall, was man schweißt, sauber ist, weil man sonst sehr starke Verunreinigungen in der Schweißnaht hat. Und ich setze jetzt mal ein paar Punkte. Ja, die erste kurze Naht sieht jetzt nach dem Anschleifen so aus. Das Ganze hat jetzt Stabilität und hält. Auf der anderen Seite macht ihr das dann natürlich ganz genauso. Ihr macht also erstmal hier eine Markierung, wo ihr das Ganze trennen wollt. Ja, dann flext ihr das Ganze wieder ab. So, ich setze jetzt wieder einen Punkt an und dann hält das Ganze auf und dann kann man das nachher auf dem Tisch durchschweißen. Der Punkt sieht jetzt so aus und den Rest machen wir auf dem Tisch. Ja, bevor ihr die Endschalldämpfer dann montiert, dann könnt ihr hier an der Montagestelle, hier an dem alten Rohr, könnt ihr dann etwas von so einer Auspuff-Montagepaste nehmen. Die könnt ihr ganz dünn aufstreichen, um damit Unebenheiten auszugleichen, damit das Ganze nachher auch dicht ist. Man sollte aber darauf achten, dass die Rohre möglichst gut ineinander passen und man möglichst auf diese Montagepaste verzichten kann, weil das ist, wie gesagt, nur ein Hilfsmittel und das hilft eben dabei, so kleine Unebenheiten eben nochmal auszugleichen, weil das unter Wärme dann aushärtet. Ja, der Schalldämpfer, der wird so ein bisschen schräg dann hier montiert und ich nehme da so eine Bügelschelle für, damit wird das Ganze festgezogen, die hat auch richtig Kraft. Ja, und wer dann noch ein bisschen schöner schweißen kann als ich, da sieht das dann vielleicht auch noch ein bisschen besser aus, aber das wird dicht sein und halten. Ich mache den Motor jetzt mal an.
das Ganze kann sich hören lassen, oder? Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge.